Hallo zusammen! Heute habe ich ein Video für euch, in dem ich zeige, wie ich einen LG-Fernseher repariere. Es ist ein LCD-Fernseher, sprich er hat eine LCD-Matrix vorne und hinten ein Backlight. Der Besitzer des Fernsehers hat mich angerufen und hat gesagt, ich sehe noch Sachen am Bildschirm und ich höre, dass das Video noch funktioniert, aber es ist kein Licht am Fernseher. Also ich muss mit der Taschenlampe hingehen, dann sehe ich noch Menschen im Hintergrund, so wurde mir das erklärt. Und ja, das heißt nun mal, dass das Backlight kaputt ist. Backlight ist eine Reihe von LEDs, die oft bei LG in Serie geschaltet werden, so wie Christbaumleuchten, also eine Christbaum-Lichterkette. Und das heißt, wenn eine der Lampen kaputt geht, eine der LEDs kaputt geht, dann gehen keine mehr. Dann geht keine mehr der Lampen und wir haben das Backlight kaputt oder der Fernseher ist dunkel. So, es ist eine kurzfristige Sache, ich habe keine Ersatzteile hier, aber das seht ihr im Video selbst, wie ich das Problem löse. Ja, der Fernseher ist jetzt bei mir und ich gehe jetzt runter in die Küche, um das Ding zu zerlegen und dann zu reparieren. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Viel Spaß! So, zuerst mal den Fuß abmontieren. Dann die Weser-Mount-Schrauben weg. Obwohl es nicht. Lieber weg. Dann die ganzen Befestigungsschrauben raus. So, hintere Abdeckung ist raus. Dann als nächstes die Lautsprecher abmontieren. Ein bisschen einfach ausstecken. Dann mit der Verschraubung weg. Dann können wir das hier weg. Dann hier herum der Rahmen vorne vom Fernseher, der Kunststoffrahmen, ist hier einfach nur eingeklipst. So, the easiest way is to put something under the TV, under the screen itself, so we can remove the frame. Now we should be able to clip the frame down. Alle Kabel, die irgendwo noch verbunden sind, ausstecken. So, der Rahmen ist lose. Jetzt muss das Display vorne weg. Dafür müssen wir die Verbindungen trennen. Also alle Kabel, die hier bleiben, wieder hier hochlegen. Dann das ausstecken, das Flachband, dann hier 2 Verbindungskabel ausstecken, dann können wir die Platine hier rausmachen. Das ist jetzt ein Philips 1, also ein anderer Bohrensatz. Dann rundherum den Großrahmen, Metallrahmen entfernen. Da sind jetzt wieder Flachkabelverbindungen. Also müssen wir das vorsichtig rauslösen. Runterklappen, vorsichtig. Unten ein bisschen rausziehen und dann klappt das runter. Dann rundum noch die restlichen Rahmenteile weg. Die Rahmenteile sind alle weg. Das sollten die Teile sein, die das Display selbst vor Ort halten. Also sollte ich das jetzt anheben können. Ja, gut. Jetzt bei dem Display sehr gut aufpassen, nicht zu viel biegen und schauen, dass es nicht verschmutzt, verstaubt. Dann können wir hier weitermachen. So, jetzt haben wir hier den Lichtverteiler. Da müssen wir schauen, wie der rausgeht. Ja, die
Kunststoff ist wieder eingeklipst, also drehen wir es wieder um. Am besten wieder auf die Polster auflegen. Dafür wird kein Werkzeug benötigt. Also mit den Fingernägeln die Clips runterziehen. Hier sieht man es besser, hier sind die Clips. Gut, das auch weg. Dann sind wir schon fast da, wo wir hinwollen. Also das ist jetzt der Diffuser und der Rahmen dazu. Das geben wir einfach dahin, wo unser Display-Moment auch ist. So, dann kommt als nächstes raus. Wir haben hier noch die Standhalter. Okay, die muss man hinten zusammendrücken, dass die rauskommen. So, wie gesagt, mit einer Flachzange die Clips hinten zusammendrücken. Dann kann man die rausgeben. Man muss noch schauen, wo die sind. Hier ist noch einer. Dann ist noch einer hier drunter und einer unter dem Kabel hier. Und dann hier noch drunter. Also müssen wir die Platine schnell anheben. So, this is button. Now can turn around and you can see the white reflector is also done, and the 4 distance pins. Der Reflektor ist raus. Jetzt haben wir da die ganzen LED-Strips. Das Problem und warum es überhaupt zu Problemen kommt bei dem Fernseher ist, die LEDs sind alle in Serie geschaltet. Sprich, wie bei einem Christbaumlicht. Bei einer Lichterkette vom Christbaum. Wenn eine Lampe, ein Birnchen kaputt ist, funktioniert die ganze Kette nicht mehr. Und hier ist dasselbe. Der Strom kommt hier rein, geht hier rüber, geht zuerst durch die ganze Linie durch. Dann geht der Strom hier runter, geht hier durch die ganze Linie durch. Dann geht er wieder hoch. Dann geht er hier ganz durch. Dann hier und dann hier. Also wenn eine LED kaputt ist, gehen gar keine mehr. Jetzt sind die untereinander verbunden, also wenn ich was messe, messe ich die anderen immer mit. Also wird zuerst das Verbindungsboard ausgebaut. Das ist hier aufgeschraubt. Und eingesteckt. Ein bisschen anheben. Dann kann man es rausziehen. Jetzt habe ich die alle alleine. Wir haben da 5, 10 in Serie mit 3 Volt. Funktioniert. Dann machen wir 30 Volt. Dann sollten die eigentlich alle funktionieren. Ja. Okay. Die funktionieren auch alle. Die auch. Die auch. Also die funktionieren nicht. Irgendwo hier ist eine kaputte dazwischen drin. Also nochmals kratzen. Okay, dann wieder zurück auf 3 Volt stellen. Gut. Und jetzt testen wir. Sieht so aus, als wäre wirklich die allererste kaputt. Also nochmal messen. Hier, ja. Jetzt werde ich die 2 verbinden. Dann sollte ich diese überbrücken. Aber wir können es auch noch mal so machen. Geben wir 28 Volt. Minus. Ja, die anderen funktionieren alle. Das ist die kaputte. Ich habe keinen Ersatz im Moment. Also was ich machen kann, ist hier eine Brücke rein und dann sollte das funktionieren. So, einen kleinen Draht. Dann
den noch verzinnen. Jetzt hier verzinnen. Das wird nicht so einfach. Die Leiterbahnen werden extra dick gemacht, damit sie als Wärmeabfuhr auch wirken. Und dadurch braucht es auch länger, um die dann zu verlöten, da die Hitze schnell abtransportiert wird. Wenn ich jetzt so eine LED hätte, würde ich die Linse, den Diffusor ausbauen, dann die LED auslöten und eine neue einlöten. Aber ich habe keine. Jetzt versuche ich das einfach in der Zwischenzeit mal so hinzubekommen, damit der Besitzer weiterhin Fernsehen kann. Und wenn die Ersatzteile kommen, werde ich sehen, was ich mache. So, jetzt gehen alle bis auf die erste. Passt, dann nochmal schauen. Funktioniert, 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 funktioniert. Jupp. Dann können wir die Leiterbahn wieder einbauen. Einfach zum Einstecken. Dann wieder mit 4 Schrauben runter befestigen. Dann sollten wir, wenn wir hier auf Minus gehen, die Spannung von meinem Transformer ist nicht hoch genug. Jetzt kann ich noch probieren, ob die Leitungen funktionieren. Also sollte das hier Minus. Hier. Dann hier. Dann hier. Hier. Okay, das sollte soweit funktionieren. Dann bauen wir mal alles wieder zusammen. Hier können wir mal einstecken. Dann machen wir den Reflektor wieder rein. Da drauf schauen, dass man wieder an der richtigen Stelle ist. In dem Fall falsch. Gut, die Löcher passen, die LEDs passen. Dann die Stanzen wieder rein. Schauen, dass das überall schön drin liegt bei den Führungen. Jetzt können wir den Diffusor wiederholen. Sicher stellen, dass man richtig rum einbauen. Und zwar so. Da wieder auf die richtigen Rillen auflegen. Die richtigen Führungen. Okay, hier auch nochmal. Und ja. Liegt überall drin, hier noch nicht. Okay, dann kommt der wieder drauf. Der wird einfach wieder eingeklipst, wenn wir die Clips von rausgenommen haben. Gut. Und jetzt können wir schon den Bildschirm holen. Vorsichtig einlegen. Und jetzt war es seitenverkehrt. Ja, so gehört es rein. Dann können wir nämlich auch hier die Verbindungen wieder herstellen. So ist es, als würden wir überall. Jetzt können die wieder drauf.
Dann die obere Schiene als nächstes. Das müsste die sein. So, 3 der 4 Rahmen sind drauf. Dann sollte ich zu den Steckern noch dazu kommen. Mal schauen. Ja. Gut. Dann kann eigentlich auch schon wieder der Rahmen drauf. Da wird auch wieder nur eingeklipst. Dann können wir das Ding auch schon wieder umdrehen. Dann können wir die Platine da wieder einbauen. Dann vorsichtig mit den Flexbändern wieder verbinden. Das sollten die silbernen Schrauben sein, wenn ich mich richtig daran erinnere. Nein, das war das hier. Okay, so, das war hier. Gut, dann das Kabel hier drüber und unten wieder einstecken. Das ist für den Infrarotempfänger und die rote LED vorne, zu zeigen, dass der Fernseher aktiviert ist oder eingeschaltet ist. Dann können wir noch die restlichen Clips richtig reindrücken. Gut, dann die Lautsprecher. Einmal das Ding kann hier wieder rein. Okay, dann die Lautsprecher. Dann können wir die Lautsprecher auch wieder einstecken. Kabel sind verbunden. Das haben wir nur kurz ausgesteckt, wieder eingesteckt. Da haben wir nichts ausgesteckt. Das funktioniert noch. Gut, dann kommt jetzt die hintere Abdeckung drauf. Okay. Dann hatten wir hier eine metrische Schraube. Eine metrische kurze. Noch eine metrische kurze hier drin. Und 2 kurze hier. Okay. Dann hatten wir die 4 großen Schrauben. Dann noch eine metrische. Ja, hier ist sie. Und dann kommen die ganzen Kunststoff Selbstschrauber. Ja. Gut. Jetzt noch den Standfuß wieder drauf. So, einfahren, einschieben. So, jetzt können wir testen. Einstecken. Und da ist Licht. Gut, funktioniert. Das war's für heute. Den Fernseher habe ich repariert. Ja, er ist verkratzt. Ich hätte da was unterlegen sollen. Und ich werde ihn jetzt zurückbringen an den Besitzer und schauen, dass er dort gleich wieder in Funktion geht. Ich wünsche euch alles Gute, schön, dass ihr da wart und schaut vorbei beim nächsten Video. Tschüss!